Einfach mal So, Felix. Ja. Was ja auch immer, eigentlich ist ja immer so, sag ich mal, wir haben ja schon gesagt, du hast ja schon gesagt vorhin, die WM ist nicht mehr weit, so, Ja. aber eigentlich so in Nicht-Turnierjahren ist ja so das Champions League-Finale immer irgendwie so der Abschluss der Saison, ne? Und danach weiß man immer irgendwie gar nicht so, in welche Richtung, und man weiß, es ist vorbei. Das ist jetzt dieses Jahr nicht so. Und trotzdem vermittelt ja das Champions League-Finale, ich durfte das Gott sei Dank ja oft erleben, immer wirklich so ein Abschluss der Saison auf jeden Fall. So ein Durchatmen, das ganze Szenario Champions League Finale. Irgendwie ist alles, ja, machen wir uns nichts vor, irgendwie alle Wettbewerbe, alle Clubwettbewerbe, ich möchte jetzt nicht sagen, sind das Warm-up, weil natürlich jeder unterschiedliche Ziele hat und am Ende kommen halt wirklich nur 2 Mannschaften ins Champions League Finale. Ich hab's auch immer so empfunden. Ja. Aber irgendwie ist dann doch, ich meine, man guckt dann mal irgendwie ein Europa-League-Finale, ne? Ich meine, gerade jetzt, wenn jetzt Freiburg zum Beispiel drin ist oder ein Conference-Finale, guckt man dann vielleicht mal Ergebnis, maximal. Ja. Oder, weiß nicht, DFB-Pokalfinale ist dann auch in Ordnung. Aber irgendwie gefühlt, für mich, sage ich dir ganz ehrlich, wenn man nicht ins Champions-League-Finale gekommen ist, dann war das immer irgendwie so, ja, war alles gut und okay, aber eigentlich hat man dem immer hinterher getraut, nicht da zu sein. Jetzt weiß ich, dass das allen nicht so geht, weil jetzt nicht jeder Club mit dem Ziel in die Saison geht, ins Champions League-Finale zu kommen, aber irgendwie so jetzt von außen betrachtet, und das tue ich ja seit 2 Jahren, du schon ein bisschen länger, ist irgendwie ja so das Champions League-Finale Auch schon wieder 2 doch, Jahre, ne? Wahnsinn. dann doch das absolute Highlight im Clubfußball, da machen wir uns ja nichts vor, und das bedeutet ja irgendwie immer so ein Abschluss der Saison irgendwie, ne? Ja, solange es dann keine Club-WM mehr gibt, ne? Haben wir dann letztes Jahr erlebt. Ich glaube, die ist alle 4 Jahre, ne? Ja, die vermissen wir jetzt. Die vermissen wir jetzt. Nee, du hast recht. Also es ist dann irgendwie schon so, dass man sagt, jetzt ist die Saison dann auch abgeschlossen und hat irgendwo sein würdiges Ende gefunden, weil so ein Champions League-Finale ja immer dann wirklich auch das größte Spiel der Saison ist. Ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht, ehrlicherweise, dass du dieses Spiel verpasst. Also zu gucken. Weil? 18 Uhr, ne? Weil es so früh war. Das ist nichts, ne? Nee. Können wir wieder abschaffen, oder? Ja, ich war nur über eine Sache war ich froh, dass ich nicht selbst spielen musste. Weil als Spieler hat es mich noch mehr gestört, 18 Uhr. Wäre der Mittagsschlaf kürzer gewesen. Ist wirklich so, ich habe jetzt wirklich überlegt. 18 Uhr. Denkst du dich an so einen Tag so da rein, was jetzt so gerade gewesen wäre zu einem gewissen Zeitpunkt? Ja, schon. Ja. Also ich habe wirklich dann drüber nachgedacht. Also letztes Jahr hatte ich so ein bisschen, weil wir natürlich das Jahr davor selbst hatten. Und ich habe wirklich drüber nachgedacht, jetzt nicht an dem Tag, aber wo ich das gelesen habe, dass das geändert wird, auch von 21 auf 18 Uhr. Und dann war ich mit mir im Reinen und wusste, das hätte mich richtig gestört. Aber richtig gestört, wirklich. Gerade wenn es jetzt auch noch so eine warme Phase ist, da ist 18 und 21 Uhr schon ein Riesenunterschied. Wirklich ein Riesenunterschied aus Sicht des Spielers. Und 21 Uhr, das kann ich dir sagen, ist viel cooler. Ja, ich meine, jetzt Champions League Finale hin oder her, ne? Ich bin mal da selbst auch zu sämtlichen Uhrzeiten gespielt. Ich fand das dann eigentlich auch immer cooler, dann abends zu spielen. So vom Tagesablauf, gerade was Mittagsschlaf betrifft. Ja, für dich war eigentlich so Champions League Finale 13 Uhr gut gewesen, ne? 13:30. 13:30, ja, 13 Uhr. Oh, da hätte ich noch. Da kriege ich Gänsehaut. Ja, das ist richtig. Nee, aber ich finde aber auch als Zuschauer, also so als jetzt Neutraler, finde ich einfach abends so, weißt du, Tag ist vorbei, du legst dich aufs Sofa und so bei 18 Uhr hast du, weiß ich nicht, du bist noch nicht so richtig fertig mit dem Tag und das müssen wir nochmal an die UEFA. Ist noch nicht alles aufgeräumt, ne? Nee. Rasen auch noch nicht gemäht gewesen. Eigentlich so alles so Sachen, die du ab 18 Uhr machst, ne? Ja, war Samstag jetzt auch noch Kita-Abschlussfest und sowas, ne? Das hätte man alles entspannter genießen können. Ja, da haben sie nicht, also eigentlich war die Idee von der UEFA, ne, das ist ja klar, dass mehr Kinder noch zugucken. Das ist ja, glaube ich, der einzigste Grund. Da haben die aber nicht mit dem Kita-Abschlussfest gerechnet, ne? Dass dann am Ende doch weniger Kinder zugeguckt haben als 21 Uhr. Also ich sag dir auch ganz ehrlich, also alle Kinder, also an einem Samstag, ne, die das sehen wollen und die gucken das doch. Oder, also das wären ja, alles Rabeneltern wären das ja, wenn die am Samstag um 21 Uhr die Kinder nicht Champions League spielen, gucken können. Also nächsten Tag ist keine Schule, nix. Also da kann ich mir gar nicht mal so erklären, dass das aufgehen würde, dass mehr Kinder das gucken können um 18 statt um 21 Uhr. Oder bin ich da zu sehr in der spanischen Mentalität? Nee, das ist Quatsch. Paula hat selbst am Dienstag Relegation Fürth gegen hier Rot-Weiß Essen geguckt, noch abends, und wollte das zu Ende gucken. Die Arme.
Und deswegen, also ich glaube, das ist überholt, dieses Thema. Da müssen wir uns jetzt auch mal ein bisschen modernisieren. Also sprecht da im Namen der UEFA. Da können wir ruhig bei 21 Uhr lassen. Ja. Aber es hilft ja nichts, Toni. Ja. Wir haben es trotzdem geschaut. Ja, Ne? das ist richtig. Und wäre aber um 21 Uhr, glaube ich, nicht besser gewesen, das Spiel. Das würde ich sagen, würde ich jetzt einfach mal vorwegnehmen. Das hatte dann weniger mit der Uhrzeit und mehr mit den Spielweisen zu tun. Naja, vor allen Dingen ist der Worst Case einfach eingetreten in diesem Spiel, dass Arsenal früh 1-0 in Führung geht. Ja. So, das ist ja das Schlimmste, was dieses Wobei, Spiel... bei 0-0, ich glaube nicht, dass er was anderes gemacht hat. Ich glaube, nochmal so ein Tick mehr einfach. Wenn du so ein frühes Tor machst, ja dann nochmal mehr das Gefühl, was zu verteidigen. Und das ist das Schlimmste, was dem Spiel passieren konnte. Und das für den neutralen Zuschauer. Ja. Also für die so ein WM-Finale Argentinien-Frankreich erwartet haben, war das Schlimmste, ja. Das ist korrekt. Ja, das hat man ja, das sagst du ja selbst, hat man ja gar nicht so erwartet, ne? Aber ich glaube, das hat das einfach diese Spielweise von Arsenal noch mal mehr getriggert, noch mehr auch gezeigt oder ihnen gezeigt, dass es wahrscheinlich dann auch die erfolgreiche Spielweise ist, was es ja irgendwo auch war, auch wenn sie jetzt am Ende nicht den Titel holen, war es für sie natürlich der perfekte Start, aber so für Neutralen muss ich sagen, muss ja schon mal schwer durchatmen. Das Tor, ich will mal gleich, weil es ja früh war in dem Spiel, ist es ja trotzdem noch chronologisch richtig. Das Tor, es wurde jetzt viel diskutiert, ich habe viel gelesen zu dem Tor, Torwartfehler oder nicht? Dann können wir direkt mal deine Meinung einholen. Nee, ich sag keinen Torwartfehler. Nee, ne? Nee. Weil ich weiß noch aus früher, der Distanz und der ist einfach auch gut geschossen und fest geschossen. Ich finde, da ist es schwer, dann den Arm noch hochzukriegen. Also, und das Dach, also wirklich kurze Distanz. Also sehe ich, weiß ich nicht. Bei sowas finde ich auch Quatsch, da über einen Torwartfehler zu diskutieren. Nee, also weil ich es nur gelesen habe. Ich habe mich auch gewundert, aber manchmal hat man ja immer so Sprüche aus der Jugend, von Trainern so im Kopf, ne? Bei gewissen, auch bei Torschussübungen. Also aus der Position entweder Flachleinecke oder hoch, scharf, kurze Ecke. Da gibt's nur zwei Optionen. Ja, und, gut gewählt. Also hat wirklich, also die Entstehung ein bisschen zufällig dann durch den Pressschlag, aber Kai macht's dann, finde ich, super. Also nicht nur... Ja, ich find's vor allen Dingen super, um dich jetzt mal direkt hier zu unterbrechen. Mach doch. Weil du es ja oft siehst, wenn ein Spieler so diesen langen, freien Weg zum Tor hat, ne, wo du so viele Optionen hast, Gedanken hast, was mache ich jetzt, oder Zeit hast auch, dann diesen perfekten Abschluss zu haben. Ja, nicht nur den perfekten Abschluss, sondern dich dann auf dem Weg. Ich sehe das ganz oft, wenn so jemand viel Wiese vor sich hat und frei ist. Also A, dass er dann natürlich dann noch schnelligkeitsmäßig eingeholt wird, weil normal der hinterherläuft ohne Ball, außer wenn es ich jetzt gewesen wäre, eigentlich immer schneller ist als der mit Ball. So, das heißt, du kommst eigentlich immer dichter, weil du als Verteidiger natürlich dann die Tendenz hast, einfach Richtung eigenes Tor zu laufen. Gar nicht mal zu dem Gegner eigenes Tor, der Weg ist kürzer, weil du das Tor verteidigen musst. Da ist dann so viel Zeit nachzudenken und da sind immer noch dann 3, 4 wichtige Kontakte, weißt du, bis du dich in diese gute Abschlussposition bringst. Und finde ich, das hat er sehr, sehr gut gemacht. Also er hat sich so nah wie möglich ans Tor gebracht, mit dem bestmöglichen Winkel und dass er ihn zusätzlich noch auf dem linken Fuß hat. So, also eigentlich, also das ist dann manchmal, würde man von außen sagen, okay, er muss halt ja nur noch Richtung Tor brillen und das reinmachen. Aber diese Kontakte in diesem Moment dann auch, ne, Champions League Finale, Minute, 6 oder weiß ich was, diese Kontakte, die sind nicht einfach und wenn du ab Mittellinie eigentlich dann schon das Gefühl hast, okay, ich bin alleine vom Tor, das ganze Stadion steht schon in diesem Moment, dann noch diese 2, 3 Kontakte gut zu machen, ist nicht so einfach. Das denkt man manchmal, ja, so die dann so hinzulegen, dass du dann auf deinem starken Linken hast und dann den auch so zu treffen, da kommst du auf das, was du sagst, ist ein sehr, sehr gutes und anspruchsvolles Tor. Und wie gesagt, für mich kein Torwartfehler. Ja, weil man es ja oft genug gesehen hast, du sagst es ja schon, ne, dass das dann das nicht funktioniert, weil alle damit rechnen. Und das ist dann, glaube ich, einfach auch dieser Unterschied, ne, zwischen sehr hoher Qualität und nur hoher Qualität vielleicht, das Ding dann auch in so einem Spiel vor allen Dingen zu machen. Jetzt haben wir ein bisschen negativ darüber gesprochen, dass dieses Tor nicht so gut fürs Spiel war. Man muss aber sagen, dass es ja, wenn man Paris gesehen hat, die Champions League Saison über die Spiele gegen Bayern war natürlich noch sehr präsent. Ja, einfach auch
genau der richtige Ansatz war von Arsenal. Ne? Also die spielen ja schon die ganze Saison so, ist klar, aber es war irgendwie ja auch klar, dass es erst recht gegen Paris so stattfinden wird und dass man Paris so ihre Stärke dann auch genommen hat, natürlich mit dem tiefen Bestehen, dass man sie nicht so in diesen Tempo und Umschalten hat kommen lassen, ist ja dann auch Qualität, dass Arsenal das in so einem Spiel auch umsetzen kann. Ja, Gabriel und Saliba hat das gefallen, das Spiel, die hatten richtig Spaß. Nein, natürlich, also es war zu erwarten, dass natürlich, weil ist ja klar, wenn du so eine erfolgreiche Saison spielst wie Arsenal, ist es klar, dass du dann nicht deine Spielweise im Finale umstellst. So, deswegen glaube ich, wie gesagt, auch, dass das Tor fast gar nichts gemacht hat mit der Spielweise. Sie hätten dann vielleicht eher gedacht, dass diese Aktion nicht in der 6., sondern in der 86. Minute dann vielleicht mal kommt. Und man kann ja auch drüber diskutieren, über die Spielweise von Arsenal, weil ich finde, sie haben das Spielermaterial, um auch anders zu spielen. Vielleicht jetzt in dem Finale gegen Paris, die fußballerisch nochmal besser sind, vielleicht nicht. Aber grundsätzlich hätte ich mir von Arsenal schon teilweise gewünscht, ohne dass du jetzt dann irgendwie offen stehst oder ohne dass du zu viel Risiko gehst. Ich verstehe diesen Ansatz, aber ich glaube schon, dass sie die Qualität hätten, fußballerisch, gerade was auch mittelfeldmäßig mit Rice, mit Ødegaard, mit Saka, mit Eze, Madueka. Ich glaube, sie könnten schon einen kleinen Tacken offensiver spielen oder ein bisschen anders von der Spielweise, weil sie schon die fußballische Qualität, glaube ich, dazu hätten, gerade in der Offensive. Aber es ist ja absolut fein, also der Erfolg gibt ihnen ja absolut recht, also in England Meister zu werden, nach so vielen Jahren, aber grundsätzlich in England Meister zu werden bei der Dichte an Top-Teams, da musst du einen Weg finden und das war der Arsenal-Weg dieses Jahr, Meister zu werden. Also da sind andere Teams eher über den fußballischen Ansatz gekommen und waren dann einfach defensiv nicht gut genug und Arsenal war das, konstant und ist deswegen Meister geworden. Deswegen geht es ja nur um Nuancen. Bei dem Arsenal ist er jetzt nicht, sag ich mal, keine Ahnung, er ist nicht Stoke City, wo du sagst, wir müssen das machen, weil wir haben gar nicht die Qualität, anders zu spielen. Stoke City, jetzt hast du aber ganz tief gekramt. Ja, weiß nicht, ist mir gerade irgendwie eingefallen, weil die immer einzige Offensivaktion waren immer die Einwürfe, die langen. Das ist mir noch in den Sinn gekommen. Und die hätten das ja, aber um auf das Finale zu kommen, Spielweise nicht überraschend, Spielweise hervorragend durchgezogen gegen die fußballerisch wahrscheinlich beste Mannschaft, gepaart mit dieser individuellen Qualität von Paris, ist das einfach auf unfassbar hohem Niveau verteidigt. Das mag jetzt dem Zuschauer nicht gefallen haben und ich fand es auch wirklich lang, das Spiel, und es wurde natürlich noch länger. Aber wenn man es jetzt aus Arsenal-Sicht sieht, muss man sagen, dass sie dieses Team von Paris fast in Perfektion verteidigt haben und das über 120 Minuten. Also das ist auf unattraktive Weise beeindruckend, wie sie dazu in der Lage waren, weil das hat keine Mannschaft gegen Paris geschafft dieses Jahr, die so zu verteidigen, deren so die Stärken zu nehmen, die Räume so zuzustellen, dass sie gar nicht in diese gefährlichen Aktionen kommen. Du hast das Gefühl, es war dann ganz oft wie bei Handball, dass dann auch diese Spieler dann so ein bisschen unruhig wurden von Paris und Doué. Und Doué hat sich dann teilweise noch keine Ahnung, an der Seite von Vitinha irgendwie Bälle geholt, dass er auch Bälle berührt, teilweise hinten raus in der Verlängerung, weil einfach diese zwei Linien von Arsenal, dieser Block so tief stand, dass er einfach gar keine Räume zwischen den Linien, geschweige denn hinter der Abwehr, wo diese Spieler natürlich dann viel davon leben, gefunden hat oder diese geöffnet wurden. Und das kann man dann am Ende gut finden oder nicht, aber es war erfolgreich. Es war nicht erfolgreich, weil sie am Ende verloren haben, aber es war erfolgreich im Sinne von, sie haben das Ziel, wie dieses Spiel laufen sollte, hat Arsenal deutlich mehr erreicht als Paris für sich. Um dann nochmal den Bogen auch zu dem Halbfinale Bayern zu schlagen. Ich meine, es ist jetzt alles gespielt und nicht mehr zu holen, aber wäre es vielleicht auch aus Bayern-Sicht dann vielleicht einfach auch angebracht gewesen, mal so seine Spielweise anzupassen und dann wirklich auch ein bisschen defensiver zu stehen? Kann. Ja, wenn man es kann, aber die Qualität ist ja auch da und du sagst ja, du hast ja Spieler angesprochen, Ødegaard, das ist Havertz, es so viele Spieler, die fußballerisch ja auch top sind und gerne einen Ball haben und Fußball spielen, die aber bereit sind, trotzdem auch diese Drecksarbeit zu machen und auch mal lange Phasen den Ball nicht zu haben. Es ist ja trotzdem auch eine Qualität,
die, glaube ich, auch in einer Bayern-Mannschaft in den einzelnen Spielern stecken kann. Aber sie waren halt nicht bereit, irgendwo ihre Spielweise anzupassen, was okay ist, was ich völlig in Ordnung finde, was für Selbstvertrauen spricht, was uns auch attraktive Spiele gegeben hat, keine Frage. Aber ich meine, wir reden jetzt so, als wenn Arsenal gewonnen hat, haben sie am Ende nicht. Trotzdem, dass vielleicht noch eine höhere Wahrscheinlichkeit gegeben hätte, auch ich weiß, es konjunktiv, dann Paris zu schlagen, wenn man da ein bisschen einfach auch ihre Stärke genommen hätte, mit ein bisschen tiefer stehen, nicht ins Tempo kommen lassen. Das ist jetzt nur so ein Gedanke, der mir dabei auch kommt. Ich glaube, am Ende war es jetzt Champions League Finale, Elfmeterschießen, hätte genauso gut Arsenal dann auch gewinnen können. Und dann hätten wir gesagt, ja, es war das perfekte Spiel von Arsenal. Sie haben genau das gemacht, was man machen muss, um Paris zu schlagen. Was ich aber finde, weil du sagst über 120 Minuten, ich fand schon, und deswegen sage ich, dass so eine 1-0-Führung immer noch mal was anderes ist als 0-0, als das 1-1 dann so in der Zeit danach hatte Paris schon dann diese eine oder andere Aktion mehr, wo sie dann nicht mehr dieses absolute Bollwerk hatten. Es war jetzt kein Powerplay und Chancen im Minutentakt, aber man hatte schon das Gefühl, dass sie öfter mal ins Tempo gekommen sind nach diesem 1-1. Das Gefühl hatte ich dann schon, dass so ein, zwei Konterchancen dann, wo du das absolut, die vielleicht bei 0-0 nicht passiert wären, da gebe ich dir recht. Das war dann aber auch nur eine Phase, finde ich. Du hattest dann so 10 Minuten vielleicht, wo dann Arsenal auch mal das Gefühl hat, okay, vielleicht müssen wir irgendwann dann dort doch nochmal auch mal mit dem Ball irgendwas machen. Und da hast du aber vielleicht in diesen 10 Minuten dann auch wieder gesehen, oder in diesen 10 Minuten haben sich wahrscheinlich alle bei Arsenal auch bestätigt gefühlt, warum sie es nicht so gemacht haben. Also warum sie es eben nicht dieses Risiko eingegangen sind, dann in diese Konteraktion zu laufen. So. Und dann hat es Paris hinten raus nicht so gut ausgespielt, aber dann waren ein paar Räume da und dann hast du aber wieder das Gefühl gehabt, in der Verlängerung wieder, wahrscheinlich vor der Verlängerung, einmal Arteta, so, habt ihr gesehen, was erfolgreich ist und was nicht? So, und dann standen die Blöcke wieder da, sag ich mal, ne? Also, glaube, wenn sie dann so weitergespielt hätten, glaube, dann wäre es wirklich schwer geworden, dass sie ins Elfmeterschießen gekommen wären überhaupt. Das, was du eben gesagt hast mit Bayern, ich glaube nicht, dass Bayern nicht die Qualität hätte, auch sich in diesem Sinne hätte anpassen können an Paris. Ich glaube zwar, dass Arsenal trotzdem nochmal das individuelle Verteidigen nochmal einen Tick besser ist als Bayern. Aber was ich eher auf das zurückkommen will, was ich schon mal gesagt habe, du musst dich damit wohlfühlen auch. Also du musst es nicht nur können, sondern du musst dich mit einer gewissen Spielweise auf dem Platz wohlfühlen. Nur dann machst du es auch über so einen langen Zeitraum mit so einer Konstanz, mit so einer Lust auch zu verteidigen. Du verteidigst nicht so lange so gut, wenn du dich mit dieser Situation, den Ball nicht zu haben, nicht wohlfühlst. Und ich glaube, da ist eher das Problem bei Bayern. Sie haben einfach einen anderen Anspruch an sich selbst, einen anderen Anspruch an eine Spielweise, an dem Spiel anders teilzunehmen. So, und ich glaube, wenn du dich mit einer Spielweise, egal ob du es könntest oder nicht wohlfühlst, dann wird es schwer, glaube ich, das so über einen langen Zeitraum durchzuziehen. Über eine Saison wie Arsenal, aber auch in einem Spiel. Ja, und das Spiel ist ja auch gespielt und die Spiele sind gespielt. Was ich aber hervorheben möchte, und ich habe da so ein bisschen so gehört, so verschiedene Meinungen. Wir hatten ja außer Kai noch eine andere deutsche Beteiligung in dem Finale, und das waren die Schiedsrichter. Ja. Und ich finde, er hat einen hervorragenden Job gemacht. Einen hervorragenden Job von der Körpersprache, auch von den Entscheidungen, so wie es zumindest rüberkommt, von der Kommunikation mit den Spielern. Er hat kommuniziert, aber trotzdem, glaube ich, sehr, sehr, sehr klar, sehr, sehr, sehr deutlich, ohne dass er hat Zweifel aufkommen lassen. Ich finde alle Entscheidungen durchgehend absolut in Ordnung. Ich habe keine gravierende Fehlentscheidung gesehen. Und das ist doch aber auch eine gute Sache mal, wenn man da nicht über den Schiedsrichter diskutieren muss, beziehungsweise im Gegenteil ihn positiv hervorheben kann. Machen wir auch mal anders. Also wir haben ja auch schon viele Schiedsrichterfragen hier beantwortet, wo wir sagen, das ist schlecht, das muss verbessert werden. Und deswegen finde ich auch, dass man sagen kann, und im Champions League Finale ist grundsätzlich auch nicht einfach zu pfeifen, weil die natürlich auch einen großen Druck haben, möchte ich sagen, dass das, finde ich, sehr, sehr gut gepfiffen wurde. Ja, vor allem, was du sagst, ne, ist ja, was am Fernsehen dann ja auch rüberkommt, ist diese Körpersprache, ne, ob jemand auch dann klar kommuniziert, überzeugt ist auch in seinen Entscheidungen und ja, Respekt, und auch
vermittelt einfach auch. Respekt, Autorität vermittelt, ne? Ja. Was ein Schiedsrichter halt machen muss. Das haben am Ende nicht so viele. Aber Autorität, das ist ein schmaler Grad bei ganz vielen Schiedsrichtern. Autorität hin zu, ich spreche nicht mit dir als Spieler oder Arroganz. Autorität, aber er hat trotzdem erklärt und kommuniziert. Also das war ein guter Mix, finde ich. Ein guter Auftritt. Ne? Souveräner Auftritt. Kickernota 2,5. So, aber eine 2. Ja, gut, Elfmeterschießen braucht man am Endeffekt auch nicht groß analysieren. Was ich im Moment trotzdem nicht verstehe, ganz ehrlich, so diese Anläufe, ne? Also, es ist dann nochmal tippeln vor, so auch, da kann er ja auch reingehen am Ende, so darum geht's mir gar nicht. Gefällt dir nicht, ne? Nee, dieses Lauf an und schieß. Du schießt aus 11 Metern, also du tippelst doch im Spiel auch nicht, wenn der Ball vor dir liegt. Und zweimal bestraft, Felix, beruhige dich. Ja, aber zu Recht, also es wurden auch schon Elfmeter getroffen, wo die so angelaufen sind, keine Frage. Aber ich verstehe das nicht, da so einen Quatsch zu machen. Lauf an und schieß den Ball, das sind 11 Meter. Also ganz ehrlich, schieß ihn in die Ecke, so ist der Tor, den ich halten kann. Das ist jetzt auch ein bisschen einfach, ne? Das ist jetzt auch wie so ein 70-jähriger Greis, der schießt einfach Elfmeter. Greis. Ja, kein Greis, vielleicht mit 80. Aber ich finde das einfach, ich finde es jetzt vom Bild her auch nicht so geil. Ich weiß auch nicht, was das helfen soll, aber ich finde, ja, beim Elfmeter, bei sowas, finde ich, muss einfach jeder machen, womit er sich irgendwie wohlfühlt. Klar gibt es auch die einfach nur Show machen. Bist du hier der Wohlfühlmann, ey? Nein. Spielweise, Elfmeter. Nein, aber was kommt denn noch? Ich glaube, natürlich gibt es auch die das so rein für die so Show machen, ne, die auch noch toll aussehen wollen dann beim Elfmeter. Das glaube ich allerdings bei denen nicht, bei denen, die jetzt verschossen haben. Ich glaube, dass die einfach so ihren Anlauf haben und den kann man gut finden oder nicht. Ich glaube, da geht es aber einfach darum, dass die sich mit ihrem Anlauf wohlfühlen, ein gutes Gefühl haben vom Elfmeter und halt erst dann verschießen. So. Gut, ich würde sagen, wir gratulieren Paris zur Titelverteidigung, die es ja in dem Fall ist. Ja, jetzt ist eng hier, unser Rekord, du. Ja, wollen wir mal das beobachten. Einfach mal lupen ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Kein normaler Rhythmus. Überall, wo es Podcasts gibt.